Ja, mein Name ist Anneliese Niehoff und ich leite das Referat Chancengleichheit Antidiskriminierung hier an der Universität Bremen. Ja, auf dem Bild von 1997 sehen Sie mich und daneben meinen Vater. Das war das Fest des 60. Doppelgeburtstages meiner Eltern und einige Tage nachdem ich meine Diplom-Politikwissenschaftsprüfung hier an der Universität Bremen erfolgreich abgeschlossen hatte. Ich habe dieses Bild auch gewählt, weil meine Eltern recht unbehaglich damit waren, dass ich meine sichere Position als Finanzbeamtin aufgegeben habe, um nochmal Politik zu studieren. Und dann auch noch in der Stadt Bremen, die bei uns in Westfalen eher so als links und verrufen galt. Und dann habe ich auch noch recht lange gebraucht für mein Studium. All das hat sie nervös gemacht. Da war die Stimmung aber dann gelockert, weil klar war, nun hatte ich immerhin diesen Abschluss erfolgreich geschafft. 2007 war ich dann schon wieder 6 Jahre hier an der Universität Bremen im Bereich der Arbeitsstelle Chancengleichheit und habe mich also hauptberuflich mit Geschlechterpolitik beschäftigt. Und es war ein Jahr, in dem wir schon bestimmte Dinge hier so erreicht hatten. Also wir haben unter anderem so ein Mentoring-Programm Plan M, das gibt es auch immer noch, aufgelegt. Da fing gerade die 2. Runde an. Wir haben eine Gleichstellungsbroschüre rausgegeben. Also das Thema und meine Person waren sehr stark miteinander verbunden in dem, was ich 2007 hier getan habe. Also wenn ich die Uni Bremen vergleiche im Bereich Chancengleichheit mit anderen Hochschulen, dann würde ich sagen, hier an der Uni ist relativ früh angefangen worden, mit dem Thema zu arbeiten und es auch professionell aufzusetzen mit solchen Stellen wie meinetwegen unserer oder auch der Arbeitsstelle gegen Diskriminierung und Gewalt. Das ist, denke ich, was Gutes. Es hat sich unter anderem auch in den Anteilen von Professorinnen positiv niedergeschlagen. Aber es hat dann auch irgendwann so 2008, 2009, 2010 so eine Art von Ermüdungsphase gegeben und wir brauchen auch eigentlich im Grunde einen fortlaufenden Ehrgeiz, um dieses Thema weiter zu behandeln. Von der Zukunft, ja, ich habe bei Erwartungen für die Zukunft, habe ich gedacht, dass vieles von dem, was es so als freiheitlich-demokratische Errungenschaften in den letzten 20, 30 Jahren gegeben hat, dass sich das möglicherweise, dass das so gefährdet ist so, und dass es darum geht, auch dafür sich jetzt einzusetzen. Und dann habe ich aber beim Thema Erwartung auch sowas wie die Hoffnung, das wäre dann so der positive Teil der Erwartung. Und da würde ich sagen, naja, auch den Wunsch, dass wir mit einer Entscheidungsfreude, mit einer Klarheit, mit einer Ehrlichkeit, mit einer Anerkennung von Verhältnissen, von Schwierigkeiten, dann auch uns der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen meinetwegen durch den Rechtsnationalismus annehmen. Und das kann ich auch übertragen hier auf unsere Uni und auf das Feld Antidiskriminierung und Geschlechterpolitik. Nämlich zu sagen, ja, so einfach ist es nicht, selbst wenn man sich das vornimmt. Und von da aus kann man dann gut losgehen. So, das wäre dann so meine Hoffnung in der Erwartung.